Fans von Commandos, Desperados oder Shadow Gambit, aufgepasst! Wir haben das heiß erwartete Taktik-Schleichspiel Eriksholm angespielt und verraten euch, ob sich unter der wunderschönen Fassade auch ein solides Gameplay-Fundament befindet. In Eriksholm schlüpfen wir in die Rolle von Hannah, einer jungen Unruhestifterin, die sich auf der Suche nach ihrem Bruder Herman und auf der Flucht vor der Polizei befindet. Weil Herman einen wertvollen Gegenstand gestohlen haben soll, ist die Gendarmerie auf seinen Fersen und versucht, auch Hannah in ihre Gewalt zu bringen. Spielort der Handlung ist die namensgebende fiktive Stadt Eriksholm. Das Setting ist von den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts inspiriert und großen schwedischen Städten wie Stockholm oder Göteborg nachempfunden. In letzterem ist Eriksholms 18-köpfiges Team River End Games ansässig. Der Build, den wir gespielt haben, beginnt mit einer kurzen Cutscene zwischen den beiden Geschwistern, die sich dabei so verliebt in die Augen schauen, dass wir erst dachten, es handelt sich um einen Liebhaber statt den Bruder. Die Dialoge schafften aber schnell Klarheit und wir sind froh, dass wir uns nicht im Haushalt der Lannisters befinden. Danach geht Herman laut eigener Aussage zur Arbeit und verschwindet kurz darauf spurlos. Die Polizei stürmt Hannahs Wohnung, wir müssen uns aus dem Staub machen und das Spiel beginnt. Als erstes müssen wir im Laufe des Tutorials aus dem Apartmentkomplex und der darunterliegenden Fabrik entkommen und lernen dabei die Grundlagen des Gameplays. Im Kern besteht die Herausforderung in Eriksholm darin, die richtige Bewegung im richtigen Moment auszuführen. Kämpfe und derlei gibt es keine, das Spiel besteht eigentlich nur aus Erkundung und Schleichpassagen. Anfangs stehen uns dabei nicht einmal irgendwelche Hilfsmittel zur Verfügung. Wir müssen den Blicken unserer Feinde ausweichen, ihre Marschrouten studieren und unsere Aktionen genau timen, um nicht entdeckt zu werden. Werden wir doch von einem Feind ertappt, gibt es keine Möglichkeit mehr zur Flucht, das Spiel endet direkt im Game Over und wir müssen den Abschnitt von vorne beginnen. Bevor wir den optimalen Weg durch einen Raum gefunden haben, können schon ein paar Fehlschläge passieren. Auch bei vorsichtigem Vorgehen ist Trial and Error fast unvermeidbar, um zu verstehen, wie die NPCs auf bestimmte Situationen reagieren. Überfordernd oder frustrierend war das Spiel in den gut 2 Stunden, in denen wir die Beta durchgespielt haben, aber nicht. Eriksholm ist nämlich, zumindest in den Passagen, die wir gespielt haben, weniger komplex als manch andere Genrevertreter. Unsere Möglichkeiten mit Spielwelt und Figuren zu interagieren sind stark begrenzt und das Leveldesign arg linear. Das Spiel hat definitiv mehr mit einem klassischen Rätselspiel gemeinsam, bei dem wir durch Beobachtung auf die richtige Lösung kommen müssen, als mit einer immersiven Sim, bei der der Spaß auch darin besteht, die kreativste Herangehensweise für ein Problem zu finden. Eine Taktik-Sandbox solltet ihr also von Eriksholm nicht erwarten. Trotz der Geradlinigkeit und eingeschränkten Möglichkeiten ist das Gameplay aber durchaus abwechslungsreich. Das liegt an den verschiedenen Gegebenheiten der einzelnen Level und dem individuellen Verhalten der NPCs. Unsere Gegner haben zwar ähnliche Verhaltensmuster, handeln aber nicht wie Automaten, sondern ihren Posten entsprechend und je nach Situation unterschiedlich. Im ersten Kapitel gilt es, einen Weg aus der abgeriegelten Stadt zu finden. Weil an jeder Straßenecke eine Patrouille unterwegs ist, nutzt Hannah primär die Dächer Eriksholms für ihre Flucht. Der Weg über die Balkone, durch die Gassen und von Hausdach zu Hausdach ist vorgegeben. Die Stadt Eriksholm wirkt aber trotzdem wie ein lebendiger Ort, der auch außerhalb unserer Route existiert. Herman? What did he do? Wait, don't tell me. I probably don't want to know. Mit der mittleren Maustaste können wir die Kamera in alle Richtungen drehen und die Stadt in all ihrer Pracht bestaunen. Jeder Winkel sieht aus, als könnte er erkundet werden, auch wenn das gar nicht zutrifft. Sowohl die Motion Capture Cutscenes als auch die Ingame-Szenen sind ein echter Hingucker und Figuren- und Weltdesign eine klare Priorität des Entwicklerteams. Die Geschichte um Herman und Hannah soll stärker im Fokus stehen als die Handlung in anderen Schleichspielen und nicht nur ein roter Faden für die Missionen sein, sondern starke Emotionen transportieren. Das Potenzial ist mit der professionellen Schauspielriege, die River End Games für ihr Debütspiel versammelt haben, definitiv vorhanden. Wirklich tief konnten wir bisher aber noch nicht in die Story eintauchen und reservieren unser Fazit daher für die Vollversion. Was wir bisher von der Handlung sehen konnten, ist eher Genre-Standard. Der Hauptplot dreht sich um die Suche nach Herman, der anscheinend von irgendeiner Gruppierung entführt wurde. Weitere Handlungsstränge, die immer wieder angeschnitten werden, befassen sich mit einer mysteriösen Krankheit, die die Gesellschaft heimsucht und diversen politischen Akteuren wie dem Bürgermeister von Eriksholm oder dem Hauptmann der Wache, die sicherlich irgendwie in die Geschichte verwickelt sind.
Unterwegs finden wir immer wieder Zeitungen und andere Gegenstände, die Hannah zu Kommentaren verleiten, die uns ihre Welt näher bringen. I wish I'd been around when things were like this once. Only know it from the stories Mum told us. Auch Sammelobjekte gibt es in jedem Level eine bestimmte Anzahl zu finden. Ob diese am Ende eine handfeste Belohnung freischalten oder sich nur an Trophäensammler richten, wird sich zeigen. Die linearen Level sorgen dafür, dass wir auf jeden Fall an den entsprechenden Stellen vorbeikommen. Wir müssen also nur die Augen offen halten und können alle Sammlerstücke nacheinander abarbeiten. Uns sind bei unserem Durchgang trotz entschleunigter Spielweise ein paar der Dinger durch die Lappen gegangen, ein bisschen versteckt sind sie also schon. Um die Polizeitrupps auf unserem Weg zu umgehen, müssen wir uns die Umgebung zunutze machen. So können wir eine Gruppe Tauben aufscheuchen, um die Aufmerksamkeit der Gegner zu erregen. Oder wir hüpfen über Mauern und Zäune, um uns schnell aus ihrem Sichtfeld zu bewegen. Im Lauf des Levels erhalten wir dann noch ein Blasrohr mit Betäubungspfeil, mit dem Hannah aus der Deckung heraus Feinde ausschalten kann. Eine Allzweckwaffe, mit der wir aus dem Schatten ganze Bataillone in den Tiefschlaf versetzen können, ist das Rohr aber nicht. Denn die Wachen kommunizieren miteinander und reagieren darauf, wenn ihr Kollege plötzlich nicht mehr antwortet. Wie jedes andere Tool in unserem sehr begrenzten Arsenal müssen wir uns gut überlegen, ob und wann wir einen Gegner ins Reich der Träume schicken. Außerdem sollten wir natürlich darauf achten, dass die verbliebenen Gegner nichts Auffälliges wie einen herumliegenden Körper bemerken und Alarm schlagen. Wie bereits erwähnt, führt gesehen zu werden eigentlich immer sofort zu einer Niederlage. An einer Stelle kommen wir dann an eine Zugbrücke, die wir mit Strom versorgen müssen, um sie nutzen zu können. Es folgt ein kleines Minispiel, bei dem wir ein Kabel zu seinem Ursprung zurückverfolgen müssen, um die Batterie in die richtige Nische einzusetzen. Im fertigen Spiel wird es in späteren Levels wahrscheinlich weitere Sequenzen geben, die das Gameplay etwas variieren und dann auch eine Herausforderung enthalten. In diesem Fall laufen wir nicht einmal Gefahr, bei der Operation entdeckt zu werden, da das zuständige Aufsichtspersonal gerade eine Raucherpause macht. Am Ende des ersten Kapitels schleichen wir uns dann zu einem Güterzug, mit dem wir aus dem Gebiet entkommen wollen. Bevor wir überhaupt die Stadtgrenze erreichen, wird der Zug allerdings von den Ordnungshütern angehalten und durchsucht, weswegen wir uns erneut durch die Gassen davonstehlen müssen. Kapitel 1 und 2 laufen größtenteils gleich ab. Wir navigieren Hannah von einem Punkt zum nächsten und rätseln uns durch verschiedene Gegnerkonstellationen. Die Beta beinhaltet aber noch ein weiteres Level, das erst etwas später im Spiel vorkommt. Darin steuern wir neben Hannah auch noch eine weitere Spielfigur, Alva. Mit Sebastian wird es in der Vollversion noch einen dritten Charakter geben, den wir ebenfalls in einigen Leveln kontrollieren können. In der Beta sehen wir ihn bereits als NPC, spielen konnten wir ihn aber noch nicht. Der Unterschied zwischen den Figuren erscheint auf den ersten Blick klein, ist aber für viele Passagen entscheidend. So kann Alva an Rohren hochklettern und so in Gebiete vordringen, die für Hannah nicht zugänglich sind. Und statt Betäubungspfeilen hat sie Steine dabei, die wir an eine Stelle schleudern können, um zum Beispiel an einem entfernten Punkt Lärm zu erzeugen und Gegner auf eine falsche Fährte zu locken. Beim Gameplay mit mehreren Figuren deutet sich in der Beta schon eine Spieltiefe an, wie wir sie in späteren Leveln hoffentlich noch öfter erfahren werden. Die zwei Spielfiguren zu koordinieren und zu überlegen, in welcher Reihenfolge welche Aktionen parallel ausgeführt werden sollten, um den nächsten Checkpoint zu erreichen, ist das A und O beim Umgehen der Gegnergruppen. Das geradlinige Leveldesign kommt dem Gameplay hier sehr zugute. Statt die gesamte Map im Auge behalten zu müssen, können wir uns einzig und allein auf die Situation direkt vor unserer Nase konzentrieren und haben immer alle nötigen Figuren zur Verfügung, um das Rätsel zu lösen. Eine erfolgreiche Sequenz auszuführen, bei der alles läuft wie am Schnürchen, ist ein tolles Gefühl. Auch wenn wir womöglich ein paar Anläufe brauchen, bis wir genau verstehen, welche Schritte nötig sind, fühlen wir uns am Ende der Abschnitte so richtig schön clever. Zwar gab es in der gesamten Beta noch keinen Moment, der uns mit Inszenierung oder Game Design komplett aus den Latschen gehauen hat, aber im Gegenzug können wir auch keine Stellen festmachen, an denen wir von Eric's-Holm genervt oder gelangweilt waren. Motivation und Unterhaltungswert waren konstant solide und wenn das auch im fertigen Spiel so bleibt, hat Eric's-Holm das Zeug zum Pflichtkauf, insbesondere für Taktikfüchse natürlich. Ob die Story tatsächlich so kinoreif und emotional wird, wie es die Devs versprechen, können wir noch nicht beurteilen. Auch wenn Eric's-Holm in dieser Abteilung am Ende nur Stangenware abliefert, fänden wir das aber gar nicht mal so schlimm. Setting und Atmosphäre sind hervorragend gelungen und jeder erzählerische Kniff, der uns zusätzlich bei der Stange hält, ist dabei noch ein Bonus. Der Wiederspielwert wird sich bei Eric's-Holm aufgrund des Encounter-Designs zwar in Grenzen halten, das geht aber auch in Ordnung so.
Schließlich muss uns nicht jedes Spiel wochenlang an sich fesseln, um eine tolle Erfahrung zu sein. In unserer Zeit mit dem Spiel waren wir zumindest sehr angetan von dem simplen, aber niemals monotonen Game Design. Einen finalen Release-Termin hat Ericsholm noch nicht, das Spiel soll aber noch 2025 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen.